Hallo, ich möchte euch heute die Bücher vorstellen, die ich im April gelesen habe. Das waren als erstes A Close and Common Orbit von Becky Chambers. Das ist der zweite Teil der Wayfarer-Serie, wobei die Bücher jetzt nicht wirklich aufeinander aufbauen. Also im ersten Buch geht es um eine Crew von einem Raumschiff, die so Bauarbeiten im Weltall erledigen. Und im zweiten Teil geht es jetzt hier um zwei Personen, die im ersten Buch zwar auftauchen, aber eher nur sehr am Rand. Und die erste Person ist eine künstliche Intelligenz, die eigentlich gar nicht dazu entwickelt wurde, eine Person zu sein. Und die zweite Person ist ein Mensch, der auf einem Planeten oder eigentlich in einer Fabrik aufgewachsen ist. Und in dieser Fabrik wurden die Menschen dort oder eigentlich die Kinder ja quasi wie so Tiere in der Massentierhaltung gehalten. Auf jeden Fall total entindividualisiert und alles war darauf ausgerichtet, die maximale Arbeitskraft von ihnen zu erhalten. Ihnen wurde kein Raum gegeben für Individualität. Das heißt, in diesem Buch geht es jetzt darum, wie diese beiden Personen zu sich selber finden und so eine Person werden und eine Individualität entwickeln, aus so verschiedenen Richtungen und Perspektiven kommt quasi. Und ich fand das sehr interessant zu beobachten und fand auch die Fragestellungen, die damit aufgeworfen wurden, ziemlich interessant. Mir hat auch gefallen, wie der Umgang mit Sprache von der Autorin ist. Das war auch im ersten Teil so. Zum Beispiel gibt es hier Wesen, also jetzt nicht Menschen unbedingt, sondern andere Aliens, die in deren Gesellschaft es gar nicht so ein klares, striktes Zwei-Geschlechtersystem gibt, wie jetzt bei den Menschen in dieser Geschichte. Und es gibt auf jeden Fall auch Personen, die nicht er oder sie Pronomen benutzen. Und insgesamt die Auseinandersetzung mit Geschlecht äh, hat mir im ersten Teil der Serie gefallen und hat mir jetzt auch hier im zweiten Teil gefallen. Bevor ich dieses Buch gelesen habe, war ich so ein bisschen enttäuscht, dass es hier nicht mehr um die Crew gehen wird, aber jetzt bin ich sehr zufrieden und es gibt ja zum Beispiel auch Leute, die nicht so gerne Bücher lesen, in denen es viele verschiedene Charaktere gibt. Die könnten zum Beispiel einfach mit dem zweiten Buch anfangen und müssten das erste Buch gar nicht gelesen haben. Damit zu den nächsten Büchern, die ich gelesen habe, und zwar Talon und Rogue. Das sind einmal der erste und der zweite Teil der Buchserie, die auch Talon heißt. Und die Serie wurde von Julie Kagawa geschrieben. Von der Autorin habe ich bereits andere Bücher gelesen, deswegen wusste ich ungefähr, was für ein Schreibstil und was für eine Atmosphäre mich so erwartet. Die Welt in diesem Buch ist so ungefähr wie unsere, bloß dass es Drachen gibt. Nicht mehr sehr viele, weil die Menschen sie ziemlich viele getötet haben, aber es gibt sie und die Drachen haben die Fähigkeit, sich in Menschenform zu verwandeln. Und so gibt es eine Organisation von Drachen, die jetzt wieder die Herrschaft über die Welt haben möchte und das halt so ein bisschen sneaky machen muss. Und sie positionieren junge Drachen in der Welt, um die Menschen auszuspionieren und dann, wenn die Zeit gekommen ist, auch zu kämpfen. In diesem Buch geht es jetzt um ein Mädchen, einen jungen Drachen, der bis zum Zeitpunkt, in dem das erste Buch startet, quasi privat unterrichtet wurde von dieser Drachenorganisation und nun die Sommerferien irgendwo in den USA am Strand verbringt und dann dort auch zur Highschool, glaube ich, gehen soll. Genau, um so die Infiltration als Drache zu starten äh, und zu lernen, halt auch praktisch unter Menschen zu leben. Bis zu dem Zeitpunkt war ihre Sicht auf Menschen offensichtlich nicht so gut. Sie lernt dann aber Menschen kennen und genau. Es geht jetzt in diesem Buch viel darum, wer ist gut, wer ist böse, gibt es das überhaupt wirklich?
Es gibt auch einige Kämpfe da drin und es gibt auf jeden Fall auch so eine Dreiecks-Liebesbeziehung. Mir hat das erste Buch relativ gut gefallen und darum habe ich auch im Anschluss direkt das zweite Buch gehört, was ein bisschen so ein Fehler von mir war, weil ich brauche zwischen Büchern einer Serie immer Pausen. So wie ich auch nicht. Ich kann einfach nicht zwei thematisch gleiche Bücher hintereinander lesen. Ich muss da Abwechslung reinbringen, sonst langweilt mich das zweite Buch meistens ein bisschen. Das war hier so ein bisschen der Fall. Auf jeden Fall war ich beim Hören nicht mehr ganz so konzentriert wie beim ersten. Und mir sind auch so Sachen mehr aufgefallen, die, wenn ich die Bücher mit Abstand gelesen hätte, mich vielleicht nicht so genervt haben. Ähm, ein Satz hat mich besonders genervt. Und zwar hat sie immer gesagt, der Drache in mir tat das und das. Und das hat mich einfach zwischenzeitlich verwirrt, weil sie ist ein Drache. Wieso muss, wieso sind bestimmte Eigenschaften nur der Drache in ihr und andere Eigenschaften nicht? Sodass ich zwischenzeitlich dachte, vielleicht ist sie nur ein Halbdrache. Aber das ist sie nicht. Also sie ist ein ganzer Drache und trotzdem schreibt die Autorin halt manchmal, der Drache in mir erwachte oder sowas. Und ja, fand ich eine nervige Formulierung auf jeden Fall, die für mich absolut keinen Sinn gemacht hat. Nichtsdestotrotz hat mir besonders der erste Teil sehr gut gefallen. Es war eine Atmosphäre, die ich erwartet hatte. Es war der Schreibstil, den ich erwartet hatte. Und eine Geschichte, die zwar spannend war, aber jetzt auch nicht so viele Fragen, philosophische Fragen oder politische schwierige Auseinandersetzungen aufgeworfen hat. Und zu dem Zeitpunkt wollte ich einfach etwas Neues lesen, was sich trotzdem irgendwie so ein bisschen vertraut anfühlt. Und das waren genau diese beiden Bücher. Damit zu dem letzten Buch, ein Non-Fiction-Buch, und zwar A Brief History of Time, From the Big Bang to Black Holes von Stephen Hawking. Das Buch habe ich auch als Hörbuch gehört, auf dem Weg zu meiner Arbeit und zurück. Es geht hier so um physikalische Fragestellungen, wie die sich im Laufe der Zeit geändert haben, also womit sich die Physik beschäftigt hat im Laufe der Zeit, wie so Weltbilder die Physik geprägt haben, aber auch wie die Physik Weltbilder tatsächlich verändert hat. Und es geht dann auch viel alles so ein bisschen dahingehend, dass so aktuelle Fragestellungen in der Physik erklärt werden oder beschrieben werden. Ich habe ein generelles Interesse auf jeden Fall an Physik. Mein Vater hat Physik studiert und sein Traum als Junge war, Astronaut zu werden. Und diese Leidenschaft oder zumindest diese Begeisterung hat er mir in Teilen auf jeden Fall mitgegeben, sodass ich immer interessiert dran bin. Aber so in den letzten 10 Jahren habe ich nicht wirklich Bücher dazu gelesen. Also ich habe Videos dazu geguckt, YouTube-Videos, so kurze, aber so intensiver, länger mich mit physikalischen Problemen beschäftigt habe ich jetzt seit über 10 Jahren nicht. Deswegen war dieses Buch eine interessante Auffrischung von Dingen, die ich schon wusste. Manche Sachen waren auch neu für mich. Da habe ich jetzt so einen Einblick gewonnen. Ich würde nicht sagen, dass ich die Probleme alle komplett verstanden habe, also im Detail schon gar nicht. Vielleicht hätte mir geholfen, es nicht als Hörbuch zu hören, sondern zu lesen, aber ich fand es trotzdem halt voll nett, mal wieder mich damit zu beschäftigen und meinen Überblick wieder so ein bisschen zu erweitern. Das waren die Bücher, die ich im April gelesen habe. Vor einiger Zeit habe ich ja von Patricia Grace Drei Cousinen gelesen und das Buch hat mir richtig gut gefallen. Deswegen war ich auf ihrer Internetseite und ich habe gesehen, dass dort Kurzgeschichten von ihr auch verlinkt sind. Und so 3 bis 4 Kurzgeschichten davon habe ich mir ausgedruckt und auch gelesen. Einige hatten interessante Überlegungen drin oder Beschreibung von einem Leben, was mir so total unbekannt war. Wenn ihr so ab und zu Kurzgeschichten lesen mögt, dann ist das auch eine nette Adresse, um mal zu gucken. Das war, was ich in diesem Video sagen wollte. Wenn ihr Fragen zu den Büchern habt, stellt sie mir auf jeden Fall sehr gerne. Wenn ihr diese Bücher auch gelesen habt, interessiert mich auf jeden Fall, was eure Meinung davon war oder welche
Ideen diese Bücher bei euch ausgelöst haben. Ansonsten war es das. Bis bald!